Thomas, ein erfahrener Krankenpfleger, ist nervös. Heute ist sein erster Tag in der Intensivstation eines großen Krankenhauses in München. Er hat jahrelang in der Notaufnahme gearbeitet, aber die Intensivstation ist ein neues Kapitel in seiner Karriere. Er trifft seinen neuen Abteilungsleiter, Dr. Schmidt, der ihm die Abläufe und Geräte erklärt. Die Patienten hier brauchen besondere Aufmerksamkeit, Thomas. Jede Sekunde zählt. Thomas nickt. Ich verstehe, Dr. Schmidt. Kaum hat er das gesagt, ertönt der Alarm. Ein neuer Patient wird eingeliefert, ein älterer Mann hat einen Herzinfarkt erlitten. Thomas hilft dabei, den Mann zu stabilisieren. Sie setzen ihm eine Beatmungsmaske auf und schließen ihn an verschiedene Überwachungsgeräte an. Nach einer Stunde ist der Zustand des Mannes stabil. Thomas fühlt sich erleichtert, aber er weiß, dass die nächsten Stunden kritisch sein werden. Dr. Schmidt kommt zu ihm. Gute Arbeit, Thomas. Aber denken Sie daran, hier kann sich alles in Sekunden ändern. Während Thomas die Vitalwerte des Mannes überwacht, kommt seine Kollegin Lisa zu ihm. Sie ist schon seit Jahren in der Intensivstation tätig. Du machst das gut, sagt sie. Danke, Lisa. Es ist ganz anders hier als in der Notaufnahme. Das stimmt. Hier ist alles intensiver, sowohl die Arbeit als auch die Emotionen. Sie plaudern kurz, aber dann müssen sie wieder arbeiten. Ein weiterer Patient wird eingeliefert. Eine Frau hatte einen schweren Autounfall und ist in kritischem Zustand. Sofort legt Thomas los. Zusammen mit Dr. Schmidt und dem Team arbeiten sie hart, um ihr Leben zu retten. Die Frau wird an ein Beatmungsgerät angeschlossen, und sie operieren sie sofort. Die Stunden verfliegen, und schließlich stabilisiert sich ihr Zustand. Thomas ist erschöpft, aber auch stolz. Er hat das Gefühl, dass er am richtigen Ort ist. Sie werden hier noch viel lernen, Thomas, sagt Dr. Schmidt. Nach diesem dramatischen Vorfall ist es Zeit für eine Pause. Thomas setzt sich in den Aufenthaltsraum und nimmt einen tiefen Atemzug. Er denkt an die Patienten, die er heute gesehen hat, und an die Aufgaben, die noch vor ihm liegen. Dann klingelt sein Handy. Es ist ein Anruf von seiner Mutter. Wie war dein erster Tag? Fragt sie. Anstrengend, aber auch sehr erfüllend, antwortet Thomas. Ich habe das Gefühl, dass ich hier wirklich einen Unterschied machen kann. Das ist wunderbar, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Nach dem Gespräch fühlt sich Thomas ermutigt. Er kehrt zur Station zurück, wo er die Abenddienste übernimmt. Diesmal handelt es sich um eine ältere Dame mit einer Lungenentzündung. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Thomas kontrolliert ihre Vitalzeichen, stellt sicher, dass sie genug Sauerstoff bekommt und spricht beruhigend auf sie ein. Sie kann nicht antworten, aber er hofft, dass seine Worte ihr ein wenig Trost geben. Es ist spät in der Nacht, als Thomas endlich seine Arbeit beendet. Bevor er geht, macht er noch einen Rundgang, um sicherzustellen, dass alle Patienten stabil sind. Er verabschiedet sich von Lisa und Dr. Schmidt. Wir sehen uns morgen, sagt Dr. Schmidt. Und großartige Arbeit heute, Thomas. Zu Hause fällt Thomas erschöpft, aber zufrieden ins Bett. Er denkt an all die Menschen, die er heute gepflegt hat, und an die, die er noch pflegen wird. Es ist eine gewaltige Verantwortung, aber auch eine große Ehre. Und während er in den Schlaf driftet, ist er sich sicher, dass er für diese Aufgabe bereit ist.